Ich habe erst letztens mal wieder Rogue Legacy gespielt, hatte halt mal wieder Bock drauf gehabt. Genauer gesagt habe ich es auf der Xbox gespielt, weil mir dort noch alle Errungenschaften fehlten. Und Errungenschaften sind ein gutes Stichwort, denn ich begrüße euch zum Errungenschaftsvideo zu Rogue Legacy. Insgesamt 29 Errungenschaften hat dieses Spiel, wovon einige wirklich hardcore sind. Gerade für die Konsolenspieler sind ein paar davon nochmal schwieriger als bei der PC-Version. Und mit diesen Worten würde ich sagen, dass wir direkt mal loslegen. Im Spiel Rogue Legacy geht es darum, das Schloss Hamson sowie die 3 weiteren Gebiete, den Wald, den Turm und den Dungeon zu erkunden, und jedes Gebiet hat auch seinen eigenen Boss. Diese erkennt man immer an den Toren mit den 2 Statuen, wo man sich auch Heilung holen kann. Besiegt man die Bosse, bekommt man jeweils eine Errungenschaft. Und sobald alle 4 Bosse besiegt sind, öffnet sich die Tür am Anfang des Schlosses und man kann den Final Boss, welcher in 2 Phasen aufgeteilt ist, bekämpfen. Und auch dafür gibt es eine Errungenschaft. Für die eine Errungenschaft, Zoophobie, muss man auch die Minibosse bekämpfen, die zufällig bei der Erkundung zu finden sind, wie die beiden Skelette, der Bilderrahmen oder auch die schwarzen Versionen der Gegner. Wenn ich euch einen Tipp dazu geben kann, dann den, diese beim ersten Durchlauf zu bekämpfen. Denn mit jedem Sieg über den Final Boss beginnt ein neuer Durchlauf, wo die Gegner jedes Mal noch stärker werden. Und wenn man den Final Boss zum zweiten Mal besiegt hat, erhält man auch eine weitere Errungenschaft. Aber das sind nicht die einzigen Errungenschaften, die mit den Bossen zu tun haben. Ihr findet bei den Erkundungen hin und wieder die Statuen von Charon, wo man ein zufälliges Item bekommen kann. Sobald ihr jeden der 4 Bosse besiegt habt, könnt ihr deren Oboe erhalten. Gebt das Charon, nachdem ihr gestorben seid, und ihr könnt die Remix-Variante des jeweiligen Bosses bekämpfen. Dieser ist nicht nur stärker, auch euer Charakter wird dabei komplett vorgegeben. Und ihr müsst natürlich jeden davon besiegen, um deren Errungenschaft zu erhalten. Für die Konsolenspieler unter euch will ich auch einige Tipps geben, weil die echt krank sind und teilweise unbesiegbar wirken. Bei Kitty müsst ihr versuchen, seinen Angriffen auszuweichen und wenn möglich die Magie in der vergrößerten Variante reindrücken, da die deutlich mehr Damage macht. Dazu müsst ihr by the way den Y-Knopf drücken. Hier ist es sehr wichtig, Geduld zu haben und ruhig zu bleiben, wobei das auch auf die anderen zutrifft. Bei Ponce de Fuyon müsst ihr versuchen, den Boss sowie den Kugeln auszuweichen und nur im Notfall mit der Fähigkeit, diese zu eliminieren. Ein Trick dabei ist, den um euch herum fliegen zu lassen und auch mit dem Dash entsprechend zu arbeiten. Der Remix-Boss vom Dungeon ist gefühlt der leichteste, weil man fliegen kann und jede Kugel mit den Schüssen zerstören muss. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht einkesseln lässt. Und ehe ich es vergesse, wenn man den Kamerabereich verlässt, dann kommt man auf der anderen Seite raus. Alexander der Vierte ist, und da wird mir jeder zustimmen, der hardcoreste Remix-Boss, den ihr jemals gesehen habt. Klar, ihr könnt euch durch die Furies HP wiederherstellen und spielt zudem noch den Shinobi. Aber um das zu schaffen, müsst ihr die Anzahl der Furies unter Kontrolle halten, den Boss ausweichen, der euch mit 3 Treffern fast besiegen kann, und nur im Notfall solltet ihr in die Stacheln springen, da die sehr wenig Damage machen und ihr seid dann ganz kurz und verwundbar. Man kann zwar dann gegen Ende einen auf Berserker machen, aber davon rate ich ab. Ich hatte es mal versucht und kläglich versagt. Doch, warum habe ich gerade die Konsolenspieler angesprochen? Weil die PC-Spieler, die es mit der Tastatur schon etwas einfacher haben, es sogar noch einfacher haben, da nur dort die sogenannte Donation Box eingeführt wurde. Weil dort kann man mit Gold den Charakter verstärken, damit man es etwas einfacher hat. Es ist teilweise echt unbegreiflich, warum die Konsolenspieler das seit mehr als 6 Jahren immer noch nicht bekommen haben. Aber ja, die PC-Spieler haben es ja nicht so schwer. Wenn man alle 4 besiegt hat, kann man den Oboe des Verräters freischalten und dadurch kann man an jeder Bosstür den letzten Remix-Boss bekämpfen, wo man als Johannes 2 Brüder von ihm besiegen muss. Eine Möglichkeit, den zu besiegen ist, indem man es schafft, dass der eine so weit weg außerhalb des Kamerabereichs ist, dass man sich nur auf einen konzentrieren kann. Das macht es deutlich angenehmer. Und wenn ihr den Kampf geschafft habt, bekommt ihr eine weitere Errungenschaft und dazu die Klasse Verräter. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Jeder Charakter ist einer Klasse zugeordnet, die man auch einmal upgraden kann. Dazu zählt auch die Verräterklasse, die sogar für eine Errungenschaft nötig ist. Wenn man den Final Boss mit einem Charakter der Verräterklasse bekämpft, dann meint Johannes, dass du ihn verspotten willst. Und dafür gibt es eine Errungenschaft. Hat er auch irgendwie verdient, nicht wahr? Die Klassen sowie die Upgrades schaltet man sich dadurch frei, dass man sein Schloss immer weiter upgradet. Eine Errungenschaft betrifft dabei die Spezialklasse, welche sich oben rechts beim Skillbaum befindet. Bei dieser Klasse ist man in Anführungszeichen ein Drache, der fliegen kann und mit Feuergeschossen angreift. Wenn ihr mit dieser Klasse mindestens einmal gespielt habt, bekommt ihr eine Errungenschaft. Zu dem Skillbaum komme ich aber gleich nochmal zurück, denn die Charaktere haben auch gewisse Merkmale, wofür es auch wieder 2 Errungenschaften gibt. Spielt ihr mit einem, der gar keine Merkmale
Merkmale hat, bekommt ihr die erste Errungenschaft. Und für die zweite müsst ihr mit einem Charakter spielen, der das Merkmal Hühnerphobie hat. Das bedeutet, wenn ihr etwas zerstört und eigentlich eine Hühnerkeule rauskommen würde, kommt stattdessen ein laufendes Hühnerfleisch raus und dieses müsst ihr erschlagen, damit ihr dieses essen könnt. Und dadurch erhaltet ihr die Errungenschaft. Zurück zum Rittergut. Für dieses kann man sich auch 2 Errungenschaften holen. Für die erste müsst ihr mindestens 50 Sachen gekauft haben, denn für jeden Kauf steigt der Level immer um 1 nach oben. Sobald ihr Level 50 erreicht habt, gibt es dafür eine Errungenschaft. Eine zweite gibt es dafür, dass man jeden Punkt im Skillbaum freigeschaltet hat. Und nein, die Werte müssen dafür nicht maximiert werden. Es reicht also, sie einmal zu kaufen. Natürlich reicht das Level nicht aus, um in dem Schloss zu bestehen. Man braucht auch zusätzliche Ausrüstung. Diese findet man im Schloss in Form von Blaupausen für Ausrüstungsteile und Runen für Verzauberungen. Und interessanterweise gibt es nur für die erste Rune eine Errungenschaft, aber nicht für die erste Blaupause. Gut, für die Runen muss man ja auch eine Aufgabe erfüllen. Wenn man alle Blaupausen bzw. Runen gesammelt hat, bekommt man jeweils eine weitere Errungenschaft. Damit diese jedoch freigeschaltet werden, muss man mit dem Schmied bzw. der Zauberin sprechen und auf die Auswahl zugreifen. Ansonsten funktioniert das nicht. Zudem gibt es auch für die beiden eine Errungenschaft, wenn bei allen 5 Slots ein Teil ausgewählt wurde. Und damit haben wir auch den Punkt sehr schnell abgehakt. Dann kommen wir mal zu den restlichen Errungenschaften. Eine erhält man, wenn man ein Spiel des Clowns abgeschlossen hat. Es gibt dabei 2 Spiele. Einmal das, wo man mit Messern ein bewegliches Ziel treffen muss und eins, wo man mindestens 90 Ziele mit 5 Äxten zerstören muss. Und nehmt das bitte nicht auf die leichte Schulter. So einfach wie das aussieht, ist es echt nicht. Wenn ihr die Minibosse bekämpft habt oder dank Calypsos Kompass einen geheimen Raum gefunden habt, dann findet ihr eine Goldtruhe. Öffnet diese, um die nächste Errungenschaft zu erhalten. Im Schloss findet ihr zumindest beim ersten Durchlauf Räume, wo man sich die Tagebucheinträge des Prinzen durchlesen kann. Auf dem Weg zum Final Boss bei der Tür findet ihr immer den letzten Eintrag, den ihr euch durchlesen müsst, um die Tür zu öffnen und natürlich auch, um die Errungenschaft freizuschalten. Dann gibt es eine, wenn ihr 20 Mal gestorben seid, was mit der Zeit passieren wird, von daher. Und für eine müsst ihr das Spiel 20 Stunden lang spielen. Dafür muss man echt hobbylos sein, oder? Ja, es dauert sehr lange, bis man die Stunden zusammen hat, da anscheinend die Zeit außerhalb des Schlosses nicht mitgezählt wird. Und die letzte Errungenschaft ist, finde ich, eine der härtesten Errungenschaften des Spiels. Für Thanatophobie muss man innerhalb von 15 Leben den Final Boss besiegen. Und man darf dabei die Hilfe des Architekten dabei nicht in Anspruch nehmen. 15 Leben klingt erstmal nach viel, aber es erfordert sehr viel Skill und Glück, um das zu schaffen. Und ich spreche hier aus Erfahrung. Für diese Sache kann ich euch aber auch einige Tipps geben. Zum einen versucht immer mit dem 3. Run einen Boss zu besiegen, gegebenenfalls auch eher, wenn es klappt. Und farmt dabei immer so viel Gold wie nur möglich. Zum anderen schaltet euch den Minenarbeiter sehr früh frei, holt euch danach den Shinobi und upgradet dann insbesondere auf Stärke und Verteidigung, damit ihr nicht so schnell besiegt werdet. Sobald ihr merkt, dass ihr zu weit im Rückstand seid in Bezug auf den derzeitigen Run, im Vergleich dazu, welchen Boss man als nächstes besiegen muss, dann kann man direkt von vorne anfangen. Denn das noch rauszuholen, ist wirklich hardcore. Und das wären alle Errungenschaften. Wenn wir mal von den Remix-Bossen mal absehen, sind alle schon machbar. Mich würde jetzt aber eher interessieren, wie ihr über diese Errungenschaften denkt, beziehungsweise, wenn ihr das Spiel gespielt habt, was so eure Erfahrungen sind. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.